haben wir gerade erfahren, dass wir doch ein bisschen höher fahren müssen. Unser ursprünglicher Plan war, dass wir bis zum Tunnel rauffahren. Der ist auf 3000, oder wäre auf 3700 oder so, oder 800. Aber leider wird er gerade repariert. Es darf keiner durch. Jetzt bleibt uns nichts anderes übrig, als über einen Pass zu fahren, der was 4300 Meter hoch ist. Also richtig knackig. Richtig akklimatisiert sind wir noch nicht. Jetzt ist halt unser Plan, schnell drüber und hinten wieder runter, dann sind wir auf einer Höhe von 3, 4 oder so und das wird dann wieder passen. Schauen wir mal, es wird spannend. Es ist mega viel Verkehr, also es geht wirklich voll zu. Ganz China fährt da gerade irgendwie aufs tibetische Hochplateau rauf. Aber ja, hilft nichts. Wir sind gerade auf 3833 Meter. Das heißt, wir sind höher als der Großglockner. Das ist der höchste Berg Österreichs. Und man kann es nicht glauben, wir stehen gerade im Stau auf einem Pass, der auf 4300 Meter rauf geht. Welcome to Crazy China. Also aus dem Auto rufen uns die ganze Zeit die Leute zu. Sie rufen immer Chayo und wir wissen aber nicht, was das heißt. Wir haben aber so eine gute Übersetzungs-App. Jetzt werden wir mal probieren und ich das reinsage auf Chinesisch, was denn dabei rauskommt. Damit wir endlich wissen, was Chayo heißt. Also. Chayo! Come on! So witzig! Die rufen uns die ganze Zeit come on zu und ich bin immer zurück. Chayo! Die werden sich gedacht haben, die spinnen die Aliens. So witzig. Es ist ja gerade Golden Week in China, also eine ganze Woche Urlaub hat das ganze Land hat eine ganze Woche Urlaub, weil Nationalfeiertag ist und dieses Jahr wird China 70 Jahre. Und wir sind jetzt auf dem Pass, 4300 Meter genau. Der ist die Hölle los und alle Chinesen haben so eine Sauerstoffflaschen dabei, die da mit dem Auto raufgekommen sind. Es ist wirklich so ein Schauspiel, ein Genuss für uns.
Germknödel, chinesische Germknödel. Aber es gibt jetzt welche mit was drinnen, aber welche ohne. Sieht man das da? Was da steht? So arg, ja. Das erste Straßenschilder, wo Lhasa in Tibet angeschrieben ist. Es ist zwar ewig weit noch. Aber für chinesische Verhältnisse ist das ein Katzensprung quasi. Ja, voll arg, ja. Also wir treffen seit wir in Leshan losgefahren sind, ständig Radlfahrer. Und die fahren alle von Chengdu nach Lhasa. Die Chinesen, die dürfen nämlich nach Tibet einreisen, im Gegensatz zu uns. Für uns wäre das nur möglich mit einer großen Reisegruppe, deswegen ist Tibet für uns leider nicht möglich. Aber wir kommen dann doch ganz schön nah an die Grenze. Also es sind schon noch einige Kilometer weit weg, aber wie gesagt, für China ist es doch sehr nahe. Und in der Gegend leben auch schon einige Tibeter. Wobei man dazu sagen muss, in der Gegend, das ist wahnsinnig touristisch da. Das haben sie die Chinesen so quasi als tibetische Dörfer haben sie da aufgebaut. So wirkt es halt, wissen damals nicht. Ja. Es wirkt total chinesifiziert. Ja, für uns geht es jetzt weiter. Jetzt geht es wieder rauf auf 4100 und dann aber runter auf 2500. Los geht's! Ich muss nur kurz was loswerden zu den Chinesen. Also die Chinesen sind sehr nette Menschen, sehr offen, neugierig, wollen immer mit uns reden, wissen, wer wir sind, woher wir kommen. Wir kriegen Essen geschenkt, wir werden eingeladen, das ist wirklich sehr nett. Aber sie sind eine Katastrophe, wenn sie im Auto sitzen. Also die meisten fahren wirklich sehr rücksichtsvoll und weichen gut aus. Aber es reichen halt ein paar, die einfach wahnsinnig fahren. Und nachdem da so viel Verkehr ist, ist wirklich teilweise so brenzliche Situationen dabei, weil die überholen so furchtbar. Also wenn sie die selber überholen, also wenn sie uns überholen, dann weichen sie schön aus. Aber wenn sie sich gegenseitig überholen, dann ist es in der Kurven und dann wird da überhaupt nicht Rücksicht genommen. Und wir haben heute echt so einen knappen Fall gehabt im Tunnel. Im Tunnel war ein 30er und ein Bus hat überholt auf unserer Gegenfahrbahn. Und für mich hat das echt, ich habe wirklich geglaubt, es ist vorbei. Der ist uns da ganz nah gekommen. Im Tunnel ist das so ein grausliches Gefühl. Und dann hat er voll auf die Hupen gedruckt, damit er sie wieder in seine Reihe eindrucken kann, damit wir überleben, so ungefähr. Also das waren wirklich Schreckminuten oder Sekunden, eigentlich Schrecksekunden für mich. Und so Sachen hat man halt schon immer wieder. Aber wie gesagt, sobald sie aus dem Auto aussteigen, haben wir eigentlich wirklich nur sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Und immer wieder, wir müssen uns immer wieder sagen, so, oh, hey, nicht so viel schimpfen am Radl, weil es sind eh nette Leute.
es ist wirklich jetzt, wir beobachten das jetzt seit Tagen, dass die Chinesen wirklich wie die Depperten überholen und wie die Depperten fahren. Und jetzt ist das passiert, was man schon die ganze Zeit, ja, was man sich einfach erwartet die ganze Zeit. Jetzt, wir fahren um eine Kurven, zack, merkt man schon, Auto ist viel schnell dran, brennt Vollgas in die Kurven rein und im Überholmodus, nämlich in einer Kurve, wo man nicht sieht, und brennt am anderen Auto Vollgas seitlich rein. Und wir sind 10 Sekunden vorher in der Kurve, da sind wir 10 Sekunden vorher gefahren. Ich ziehe da über den ganzen Körper, es ist echt ein Wahnsinn. Wir müssen uns jetzt mal beruhigen, bis wir wieder weiter können. So, jetzt stehen wir da schon eine Zeitl. Aber es ist so viel Polizei schon da. Aber die kommen nicht auf die Idee, dass man die Unfallstelle absichert. Stattdessen kommen ständig Autos, Autobusse krochen eigentlich fast zusammen auch schon wieder. Ja, einfach nur zum am Kopf greifen. Das war jetzt ein echter Schock. Und um den zu verdauen, haben wir jetzt beschlossen, dass wir da gleich Zeit aufstehen, da unten. Es kommt gerade die Rettung. Der Unfall ist jetzt bestimmt fast eine Stunde her. Jetzt kommt die Rettung. Mindestens 3 Verletzte. Die letzte Großstadt ist 10 Kilometer von da und es hat fast eine Stunde gebraucht, bis die Rettung kommt. Die Polizei, die sind schon zu 6 oder so da. Kein einziger Warndreieck aufgestellt. Jedes Mal ständig kommen neue Autos und es schaut so aus, als würden sie wieder zusammen crashen in der Kurve. Es ist echt eine Katastrophe. Und es ist wirklich nicht cool, da jetzt weiterzufahren. Aber vielleicht schaut die Welt ja morgen wieder anders aus. So, jetzt nochmal zu dem Unfall, was passiert ist. Jetzt ist die Emotion ist jetzt vorbei und jetzt möchte ich auch noch ein paar Sachen wieder relativieren, was wir gesagt haben. Also was man schon feststellen muss, ist natürlich, das Fahrverhalten der Chinesen ist absolut irre und ich habe mir jetzt eben gesehen, passieren so viele Unfälle, in der Kurve liegen 100.000 Autoteile im Graben unten, also passiert öfters was. Aber man darf jetzt nicht sagen, dass alle Chinesen deppert sind, so wie wir das in der Emotion gemacht haben. Sind super, super nette Leute da. Ja, die reden mit uns, winken uns zu, fragen uns, woher wir sind, wohin wir fahren, alles Mögliche. Ja, es sind 2 Paar Schuhe. Das Fahrverhalten und wie die Chinesen uns gegenüber sind und so. Also, um das Ganze nochmal ein bisschen zu relativieren.